Servus zusammen, wieder schauen wir uns den Bosch Professional GSA 18V LIC an. Das ist die Akkusäbelsäge von Bosch, die kompakte, ja, mit 22 mm Hub, 3050 glaube ich Hübe, relativ kompakt, relativ gut verarbeitet, finde ich, schön gummiert. Da sehen wir es nochmal, wie viel Hübe das sind, 1050 genau und 21 mm, ich entschuldige mich. Und man hat normal die Sperre, die Sicherungstaste in China produziert, heißt nicht. So, Verarbeitung wie schon gesagt ganz gut. China produziert. Oben der Griff. Kann man als Griff verwenden, sollte man nicht. Da haust der Motor. Ja, sonst eben auch teilweise gut gummiert, teilweise zu wenig. Ich mag es nicht, wenn viel Plastik, wenn viel Plastik zu sehen ist, das erhöht die Vibrationen enorm. Je weniger Plastik, desto besser für die Vibrationen. Aber wir schauen uns dann die Vibrationswerte an und sehen uns dann gleich bei den Vibrationswerten. Davor schauen wir uns noch die Sägeblattaufnahme an. Ist eine normale. Mittlerweile gefällt sie mir nicht mehr die normale, aber ich meine, ist nicht so schlimm, so oft wechselt man das nicht. Muss man halt zweihändig machen, geht nicht einhändig, aber ist okay. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, wir haben eine Gesamtlänge von 35 cm und ein Gewicht von 1,98 Kilogramm. Das schauen wir uns in der Tabelle an, davor der Schneidetest und die Vibrationswerte. So, die Lautstärke ist ganz angenehm, wenn man das angenehm nennen darf, mit 93 dB und ja, ganz gut eigentlich im Vergleich zu den anderen, finde ich, relativ guter Wert, muss ich sagen. Die Flex RS25 ist viel lauter, aber klingt irgendwie, weiß nicht, irgendwie habe ich im Kopf, dass die Flex angenehmer klingt, bin mir nicht ganz sicher. So, Vibrationen habe ich echt wenig gemessen, aber muss ich wirklich sagen, ist leider nicht so. Gar nicht so leider. Vibrationen sind viel höher als die gemessenen. Die gefühlten sind einfach viel, viel höher. Finde ich sehr komisch, aber der Wert ist nicht das, wie es sich anfühlt, obwohl ich den Test so gemacht habe, dass man es hinten spürt. Vorne spürt man es genug und wie ihr sehen konntet, die Spitze oben, da ist extrem viel Vibration. Gewicht in Gramm haben wir 1980, das heißt, ist relativ kompakt, finde ich, ist sehr ähnlich wie die Flex RS25. Das gefällt mir relativ gut und das finde ich wirklich top. Ja, muss ich wirklich sagen, super.
So, wie ihr sehen könnt, 22,06 Sekunden, ist schneller als der Makita 189, deutlich schlechter als die Flex RS25, aber ich würde sagen, ist ganz okayer Wert. Ihr seht, Workswix 500 Bosch Advanced, die anderen haben viel länger gebraucht für 10x10, das heißt, im Prinzip ist es eine relativ gute für die Größe Säbelsäge und das gefällt mir wirklich gut. Kann sie empfehlen, ein bisschen viel Vibration hat es, aber wir schauen uns nun den Preis an. So, wie schon gesagt, Preis 140 Euro, ähnlich wie die 189 und ja, günstiger als die RS25, wobei, wenn man nur das Geld sieht, natürlich ist die RS25 die beste Option, aber wer im Bosch-System ist, kann definitiv zu der zuschlagen. Ich werde in Zukunft die Fein testen, schauen wie die Fein ist, ob der mit der Bosch vergleichbar ist oder ob doch Fein was eigenes macht, aber das sehen wir dann in Zukunft. Alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Vielen Dank fürs Schauen. Vielen lieben Dank für jeden, der abonniert, Kommentar da ist, Daumen nach oben. Danke, Servus und ciao.